So, hallo und herzlich willkommen zu dieser Fortsetzung von dem Walkthrough von New Horizons. Es gab ja schon den ersten Teil, den verlinke ich am besten auch nochmal direkt hier im Video, wer den angeguckt hat. Genau, der weiß ja schon, um was es geht. Wer es noch nicht angeguckt hat, das Video, es geht hier im Prinzip drum, also ich wollte ein kleines Walkthrough machen zu dem Track, Track, den ich als Hochzeitsgeschenk für zwei Freunde komponiert habe und ja, wollte hier einfach ein bisschen leiten im Prinzip und einfach, ja, demonstrieren, wie ich das hier dann eben auch gemacht habe, also wie ich den Track komponiert und dann produziert habe. Und ja, wir machen direkt einfach weiter an der Stelle, wo wir zuletzt aufgehört haben. Also es geht jetzt in den Mittelteil im Prinzip. Also genau, wenn ihr den ersten Teil nicht geguckt habt, dann den gerne auch nochmal schauen. Und ich würde jetzt einfach direkt den zweiten Teil, also den Mittelteil, bevor es dann ins Finale geht, direkt mal spielen, damit ihr auch jetzt wisst, um welches Stück es jetzt hier geht. Also starten wir direkt rein. So, das war der Mittelteil. Ist etwas jetzt kürzer als das letzte Video, aber ich würde genau jetzt ja im Prinzip die einzelnen Parts jetzt erstmal auseinander pflücken, sozusagen. Also ich würde sagen, wir starten mit den Strings, die hier im Prinzip so ein mehr oder weniger Hintergrundtexture übernehmen, abgesehen von den Cellos. Ich würde sie einfach mal zusammenspielen und dann nachher ja getrennt. Das hört sich erstmal so an. Genau, muss man jetzt, denke ich, nicht nochmal komplett spielen. Aber der Gedanke war im Prinzip, ich wollte die Melodie jetzt mal unter den übrigen Instrumenten haben. Also hier haben wir im Prinzip die Melodie in den Cellos. Ähm, Die spielen hier im Prinzip diese untere Line und alles, was wir hier darüber sehen, also die Violinen und die Violas, die spielen im Prinzip ja, dieses Hintergrundgeplätscher kann man es schon fast nennen, um da eben dann auch für den harmonischen, für die Grundtextur dann zu sorgen. Und also die Violinen, die hören sich alleine erstmal relativ komisch an, aber es ist dann halt im Kontext, dass es halt dann eben, ja, einfach diesen schönen Hintergrund dann eben schafft. Also zusammen hören sich die Violinen erstmal so an. Genau, also das hört sich jetzt erstmal komisch an, aber der Gedanke hier war im Prinzip, also ich habe hier ähm, die ersten Violinen, das müsste dieser Part sein. Also ein Part von den Violinen, also entweder die ersten oder zweiten, spielen halt nach unten. Also sehen Sie hier die gehighlighteten Noten, die spielen im Prinzip nach unten und der Gegenpart, der spielt im Prinzip nach oben. Und dann bekommen wir halt im Prinzip genau, diese Art Ostinato, die dann im Prinzip den Hintergrund bestimmen. Und die gehen natürlich immer mit den Akkorden, die ich mir jetzt hier oben auch nochmal gemappt habe mit dem Akkord-Track. Also sind wir erstmal noch in A-Dur und wir modulieren dann allerdings auch auf der Hälfte modulieren wir dann nach F-Dur
Und der Part, dann, der als nächstes kommt, der ist dann eben auch in F-Dur. Also da genau bekommen wir dann eben auch noch ein bisschen andere Akkorde hier rein. Und ja, vor allem Seventh Akkorde. Jetzt hier zum Beispiel F Minor 7 und da hinten dann eben auch noch ein bisschen exoterische Akkorde. Hier zum Beispiel A Major 7, die finde ich eigentlich auch immer sehr schön vom Klang her. Und genau, das dazu und die Violas, die spielen dasselbe dann eben auch nochmal ein bisschen, ähm, genau, ein bisschen tiefer. Also sie spielen im Prinzip dann nochmal ein Layer dann unter diesen Violinen und genau zusammen kann man die auch noch dazu nehmen. Genau, also das ist das. Und die Bässe, die wollte ich erstmal, die wollte ich später einsteigen lassen. Also die kommen im Prinzip erst dann hier dann zum Schluss, also nach der ersten Hälfte im Prinzip rein. Also die kommen dann, ja, spielen im Prinzip hier diese aufsteigende Figur. Kann ich jetzt auch mal alleine spielen. Hoppla. So. Ja, das ist das. Und wie gesagt, die Celli, die spielen die Melodie. Das hört sich so an. Ja, und die habe ich im Prinzip gelayert, auch mit den Hörnern. Also man hört eher die Hörner tatsächlich. Die kann ich jetzt auch erstmal noch dazu nehmen. Allerdings, genau, also es sind nicht nur die Hörner, sondern eben die Celli, um dem Ganzen noch ein bisschen mehr, ja, einfach ein bisschen mehr Texture dann eben auch reinzubringen und nicht nur die Hörner zu haben und einfach ein bisschen mehr Stärke auf der Melodie. Weil ja, die anderen Parts sind natürlich auch sehr, sehr aktiv und ich wollte jetzt nicht, dass die Melodie eben untergeht. Also mit Hörnern. Genau, also man hört die Celli eigentlich kaum. Also wenn dann nachher auch das komplette Orchester spielt, da tragen vor allem die Hörner eben ja, die Melodie, tragen da die Melodie. Und ja, wenn ich jetzt die Celli wegnehmen würde, dann wird halt im Prinzip ein bisschen auf der rechten Seite auch fehlen. Also der Gedanke war hier auch, das Stereospektrum ein bisschen aufzuweiten noch. Also dass die Melodie nicht nur auf einer Seite spielt. Weil wenn ich jetzt mal nur die Hörner spiele, dann sind die ja eher auf der linken Seite dann eher. Und jetzt noch die Celli dazu. Ja, und das funktioniert eigentlich sehr gut. Also das ist eine sehr, ja, denke ich, ein Doubling, das auch sehr, sehr gut funktioniert. Celli und Hörner. So, dann haben wir hier die Woodwinds. Die haben eigentlich eine sehr simple Rolle. Also die haben jetzt keinen großartig bewegenden Part, sondern die spielen eigentlich nur durchgezogene Akkorde, also die dann eben auch oberhalb von der Melodie dann liegen. Und wenn man jetzt hier die Strings noch reinnimmt, dann spielen die Woodwinds im Prinzip ja, also die Strings verbinden so ein bisschen die gehaltenen Akkorde von den Woodwinds. Ich kann jetzt einfach mal nur die Woodwinds spielen. Das ist ja jetzt hier nur ja, ein Ensemble-Patch, also im Prinzip alle Woodwinds combined, also kombiniert in einem Patch. Ja, und da unten haben wir dann eben noch ja, die Bassoons, also die Fagotte hab ich da noch dazu genommen, weil die hatte ich, glaube ich, dann nachträglich noch eingebaut, weil ursprünglich wollte ich eigentlich den gesamten Part ohne großartigen Bass haben. Allerdings hat sich dann ein bisschen ja, zu schwach angefühlt. Dann habe ich eben noch entschlossen, da dann ja, die Fagotte eben noch mit einzubauen. Also es hat sich ein bisschen zu schwach angefühlt, bevor die Bässe hier eben da dann im zweiten Teil dazukommen. Also hier dann genau ab hier dann im Prinzip. Und deshalb hatte ich da dann eben noch die Fagotte, wie gesagt, dann auch dabei.
Ja, genau, und dann geht hier eigentlich auch nicht, gibt es hier eigentlich auch nichts weiteres zu sagen zu den Woodwinds. Und genau, also dann haben wir den Brass noch, die Hörner habe ich ja gerade schon gespielt und die Posaunen habe ich dann auch noch dazu genommen, die so ja, die spielen dann, glaube ich, auch noch genau ein bisschen unter den Hörnern, einfach um diese Range dann auch noch ein bisschen gefüllt zu haben und noch ein bisschen mehr Wärme reinzubekommen, weil ich ursprünglich auch gedacht hatte, dass es sich ein bisschen, ja, ein bisschen kalt anfühlt und diese Tenorposaunen, die bringen da einfach noch ein bisschen Wärme dann auch rein. Ja, also die spielen hier einfach auch die Akkordtöne mit und ja, einfach um diese Range zwischen den Fagotten. Also hier unten, ja, haben wir die Fagotte, also den Part hier und den Part eben zwischen den Hörnern und den Fagotten dann eben auch so ein bisschen zu füllen. Also diese, genau, Tenor, ja, dieses Tenorregister hier dann auch. Und dann haben wir auch noch die Percussion. Da haben wir, ja genau, da haben wir ein bisschen was von der Tonal Percussion. Ich kann ja einfach mal komplett die Percussion gesamt zusammenspielen. Ja, also das ist sehr ja, natürlich auch sehr, sehr im Hintergrund. Die spielen hier eigentlich auch einen sehr ähnlichen Part dann wie auch ja, die Streicher. Also diese die Harfe, die hat ja eigentlich auch ja so ein Ostinato, das sie eben spielt. Ja, genau, geht auch mit den Akkorden mit und die wird auch gedoubled, denke ich. Genau, genau, die sind übereinander gelegt, also von der Celeste. Hören sich dann zusammen so an. Ohne Celeste ist es jetzt. Und mit Celeste. Jetzt machen wir mal nur die Celeste. Genau, das ist eigentlich sehr schön. Also der Klang ist einfach super, hatte ich letztes Mal, glaube ich, schon gesagt. Ich bin da ein großer Fan davon, das ist einfach sehr schön. Der Sound von der Celeste. Und dann haben wir hier noch diesen Mark Tree, der also für so ein bisschen Glitzern auch im Hintergrund dann eben sorgt. Also es sieht jetzt so aus, als wären es durchgezogene Noten, aber das ist eben hier so in dem Sample, programmiert man das so, dass hier dann ein bestimmtes Sample getriggert wird und das natürlich nicht so tief im Register wie der Bass. Ich kann es ja gerade mal spielen. Genau, also man muss schon sehr, sehr genau hinhören. Das sind halt eben zwei unterschiedliche ähm, ja, Sample, die hier dann eben getriggert werden. Also so wie es bei den Streichern zum Beispiel ja, Spiccato und Legato gibt es jetzt hier eben bei dem Mark Tree. Ich kann ja gerade mal das Sample aufmachen. Da gibt es jetzt hier eben auch unterschiedliche, ja, wo ist er? Hier der Mark Tree. Genau, also da haben wir hier im Prinzip unterschiedliche Artikulationen dann eben auch Fast Upward, Fast Downward, Slow Upward, Slow Downward und so weiter. Und da werden jetzt eben also eins von den Samples werden dann eben hier mit diesen Noten dann eben getriggert. Also D1 kann man hier mal gerade gucken. Das ist im Prinzip Slow Upward erstmal und dann D-Sharp 1 ist Slow Downward. Also das spielt im Prinzip ja Upward und dann Downward. Und dann habe ich hier unten noch die Modulation ein bisschen automatisiert, dass er eben dann hier ein bisschen lauter wird in der Mitte und dann sich wieder ein bisschen zurückzieht. Genau, so viel dazu. Und das reicht dann, glaube ich, auch erstmal. Dann haben wir noch das Klavier, das klimpert auch noch so ein bisschen mit im Hintergrund. Ja, und spielt eben die Bassnoten von dem jeweiligen Akkord dann eben auch mit. Also ähnlich wie das Bassoon, also das Fagott. Und ja, genau. Kann ja gerade mal, also man hört es erstmal nicht direkt, die Percussion, aber ich kann sie mal rausnehmen. Wird man, denke ich, an der Atmosphäre dann eben auch merken. Also erstmal mit Percussion und ohne und nochmal mit.
und ohne. Genau, also es fehlt einfach so ein bisschen an Raum. Also die Percussion, die öffnet den Raum dann eben auch sehr, sehr, sehr stark auch nach hinten, weil die ja auch normalerweise sehr weit hinten im Orchester hocken, eben hinter den Streichern und den, genau, und den Blechbläsern dann eben auch. Und dann haben wir eben hier auch noch den Chor, der dann auch noch ein bisschen, ja, auch noch so einen Hintergrundtext dann eben hier generiert. Also sie sind eigentlich auch nur durchgezogene Akkorde größtenteils. Gut, hier teilweise kleine Melodien. Ich kann sie auch mal gerade spielen. Ja, und die singen das hier im Hintergrund. Und da haben wir dann auch wieder die Solostimme von Meret Solveig auch wieder dabei. Ja, es ist so viel dazu. Und ja, die generieren halt einfach ein viel größeres, also dadurch, dass sie eben singen, hat man eben dieses große Raumgefühl dann eben auch. Also wenn ich die rausnehmen würde, dann wird es sich halt deutlich auch kleiner anhören, weil es natürlich auch, also ja, so anhört, als würden die halt sehr, sehr weit hinten sitzen. Und ja, dadurch öffnet man den Raum auch ähnlich wie mit der Percussion, dann eben auch sehr, sehr stark. Deshalb da eignet sich der Chor einfach sehr, sehr gut, um diese schöne Atmosphäre dann auch zu schaffen. Und um noch mehr Atmosphäre zu haben, gibt es hier auch noch das Pad, das wieder im Hintergrund läuft. Genau, das Galactica-Pad, das spielt wieder einfach nur die Grundnote von der Tonart, mit der wir uns gerade befinden. Also sind wir jetzt gerade genau in A. Und ja, genau, so viel dazu. Da spielt es dann nachher eben auch noch die Fifth, also im Prinzip die Quinte von A ab hier. Und dann haben wir eben auch noch diese CSS Harmonics, die ich jetzt wieder dazu genommen habe. Also die spielen jetzt auch wieder, ja, auch nur die Grundnote, eben in 2 Oktaven. Die hören sich dann auch wieder so an. Ja, also nichts Spektakuläres, einfach ein bisschen Text im Hintergrund. Und Eddie singt hier eben auch wieder mit, ähnlich wie am Anfang. Ja, die singt auch dieselbe Melodie wie die Hörner. Und hier habe ich dann auch noch eine Flöte gepackt. Guck grad mal. Okay, das war mir selber gar nicht mehr bewusst tatsächlich. Also die Flöte ist im Prinzip auch noch dabei und spielt auch noch die Melodie mit. Die hört man jetzt natürlich fast gar nicht mehr, weil ja die anderen Parts sind einfach zu laut. Und ja, so viel dazu. Und dann können wir uns jetzt noch den anderen Teil angucken. Also das, glaube ich, war dann ab hier. Oder? Ja. Genau, also da übernehmen dann ja größtenteils wieder, das brauchen wir, denke ich, jetzt nicht nochmal komplett anhören, aber da übernehmen ja jetzt größtenteils wieder die Streicher dann auch die Melodie, also die hohen Streicher, jetzt nicht die Celli, sondern die Violinen dann eben auch, die haben hier eben diese Melodie. Also schon sehr, sehr hoch, also ja, ähm, ja, vom Register her. Und da haben wir dann die anderen String-Parts, die spielen ja einfach in Harmonie mit den ersten Violinen. Also ich habe ja, glaube ich, von der Vorgehensweise her wollte ich, dass die Bässe, die Celli und die Violinen auf jeden Fall drei unterschiedliche, ja, drei unterschiedliche Linien hatten im Prinzip von der Melodieführung her, weil ich in den Celli, die jetzt hier im Prinzip
Oder? Das müssten eigentlich. Genau, das sind die Celli. Da wollte ich eben dann so eine kleine Countermelodie haben, also die erstmal unabhängig ist von der Hauptmelodie. Und da habe ich halt immer drauf geachtet, ich weiß nicht, ob es überall der Fall ist, dass ich hier halt eben unterschiedliche Noten eben habe. Also die dann sich eben, also aus denen dann der Akkord dann eben gebildet wird. Also hier hat man dann im Prinzip das E in den Violinen, das B in den Celli und dann das genau G-Sharp in den Bässen und zusammen ist es dann ja im Prinzip also äh, nee, nicht E-Minor, sondern E-Dur ist es ja, E-Dur ist es dann ja eben als Akkord und genau so war eben meine Denkweise hier und dass ich eben, ja gut, das ist jetzt nicht überall der Fall, aber ich habe eben drauf geachtet, dass sich halt die Parts, wenn möglich, dann vielleicht auch, also dass die Parts sich dann ja gegenläufig dann eben auch verhalten sozusagen. Also hier zum Beispiel haben wir diesen Art Counterpoint also von der Melodie, die geht runter und der Bass geht eben nach oben. Und gut, hier gehen sie dann eben beide nach oben. Allerdings gehen die Celli dann hier nach unten. Und ja, genau, ich wollte einfach dann diese unterschiedlichen Linien hier eben auch ähm, ja, ja, komponieren oder halt eben dieses Texture dann hier eben auch bilden. Und die zweiten Violinen, die, ja, die füllen hier im Prinzip eigentlich nur noch die restlichen Harmonienoten dann eben auf. Und da habe ich eben auch hier geguckt, dass ich eben das Spacing, also zwischen den einzelnen Linien, dass es doch auch relativ groß ist. Ich kann jetzt auch mal noch die Violas noch dazu nehmen. Genau, also oben haben wir im Prinzip die Oktave, also zwischen den, jetzt auch nicht immer, aber zwischen den ersten Geigen, die jetzt hier die obere Linie spielen und den zweiten Geigen, die jetzt diese Linie hier spielen, da haben wir eben eine Oktave und das geht auch relativ, ja, konstant hier eben auch durch. Also hier der Abstand ist eigentlich fast immer eine Oktave, außer jetzt hier, da ist es ein bisschen kleiner. Und ja, genau. Das hatte, glaube ich, auch damit zu tun, dass ich hier noch Arc One eben drin hatte. Genau, Arc One spielt im Prinzip, also die Violinen von Arc One, die spielen ja im Prinzip auch eine Oktave höher. Ja, also die spielen im Prinzip den Teil, der jetzt angezeigt wird und eben auch den Teil, der jetzt genau eine Oktave höher ist. Also das ist im Prinzip so programmiert in diesem Sample. Und genau, da sieht man, das ist genau dieselbe Melodie. Also die Melodie haben wir dann im Prinzip über zwei Oktaven hier. So, ja, so viel zu den Strings. Also ich kann man auch gerade mal kurz einzeln anhören. Ja, also wie gesagt, wollte ich immer, dass die Teile immer in Bewegung bleiben. Also der komplette, also die, die ja, Teile im Prinzip fließend dann ineinander übergehen. Also wenn ein Teil steht, wie jetzt hier zum Beispiel die ersten Geigen, die haben hier eben diese langgezogene Note. Dann spielt eben ein anderer Teil eben ein bisschen, also Viertelnoten in dem Fall jetzt hier. Das dürfte dann genau die Violas spielen dann eben hier Viertelnoten, dass immer irgendwas in Bewegung ist sozusagen. Ja, genau, das ist das. Und dann können wir, denke ich, auch zu den Woodwinds gehen. Die spielen, soweit ich mich erinnern kann, die Melodie auch mit. Ja, genau. Also die spielen auch die Melodie in zwei Oktaven. Also wir hören jetzt im Prinzip auch wieder diese Oktave und eine Oktave höher. Also ist auch in dem Sample eben so drin. Und hier unten spielen dann auch die Fagotte spielen dann eben wieder also die Basslinie eben auch gleichermaßen den Kontrabässen von den Streichern dann eben auch hier mit.
Und ja, das war es dann eigentlich auch schon relativ unspektakulär. Und dann eben auch hier eben drauf geachtet, dass immer diese Atempausen eben eingebaut sind. Dass eben, ja, wenn man jetzt sich jetzt vorstellt, dass es richtige Spieler spielen, dass es dann auch, dass die auch Atempausen eben brauchen. Ja, so viel zu denen. Und dann haben wir den Brass, da kommen jetzt, soweit ich, genau, da kommen die Tubas dazu und die Hörner gehen hier im Prinzip dann raus, nachdem sie die Melodie dann hatten. Und die Tenorposaunen, die spielen dann jetzt auch hier eben, genau, also die spielen dann eben die Akkorde hier im unteren Register und ja, gewährleisten dann eben dieses solide Fundament dann sozusagen, auf denen dann die Strings dann, also die Streicher dann ihre Melodie spielen können. Ja, so viel dazu. Und ja, ich denke, mehr gibt es da auch nicht zu sagen an der Stelle. Also die, ja, halten einfach das gesamte Stück dann auch sehr, sehr gut zusammen an der Stelle. Dann haben wir hier noch, ja, diesen Übergang, den Swell, der dann, ja, im Prinzip überleitet in diesen, ja, sehr emotionalen Teil dann eben auch. Ja, mit sehr, sehr viel Reverb, der hallt dann eben auch sehr, sehr nach. Und von der genau tonalen Perkussion, also Harfe und Celeste und so weiter, haben wir jetzt an der Stelle nichts mehr. Allerdings haben wir den Chor jetzt auch noch, der dann eben auch hier ein paar mehr Linien bekommt. Also davor hat man ja eigentlich nur so das mittlere Register, aber hier haben wir dann eben auch noch das tiefere Register mit den Männern dann eben dabei. Ich kann den auch gerade mal einfach spielen. Ja, so viel dazu. Also wird man, denke ich, auch direkt wieder hören, wenn ich den rausnehme, kann ich gerade mal machen. Ja, also jetzt so aus. Jetzt mache ich nochmal an. Und nochmal aus. Ja, also es fühlt sich gleich deutlich kleiner an. Also es fühlt sich jetzt nicht so an, als würde das Orchester eben in einer großen Halle sitzen, wo dann eben hinter dem Orchester dann eben auch der Chor sitzt. Und ja, was haben wir jetzt hier unten noch? Genau, da habe ich noch einige Solo-Instrumente eben auch noch dazu genommen. Also haben wir hier erstmal die Solo-Flöte. Die spielen, denke ich, einfach die spielen die Melodie einfach mit. Ja, und die hört man, glaube ich, schon, wenn man die rausnimmt, auch wenn es jetzt nur eine Solo-Flöte ist. Also die, ja, sorgt einfach für dieses, ja, diesen schönen Klang neben den Geigen dann eben auch. Und wir haben auch eine Solo-Violine jetzt hier an der Stelle. Ja, um dem einfach ein bisschen mehr Intimität dann eben auch zu verleihen, weil die hat man eben nicht von allein, von der String-Section hat man eben das jetzt nicht und ja, man spürt einfach so ein bisschen mehr den Bogen auf der Seite sozusagen, ja. So geht's gerade. Kurz speichern, okay. Dann haben wir hier das Cello, das spielt. Genau, das spielt eben den Cello-Part auch mit. Und dann haben wir auch eine Oboe, die dann genau, die wird, denke ich, den Viola-Part doublen. Können wir gerade mal gucken. Ich blende mal die Violas ein. Ah, okay, nee, dann kann es gut sein, dass die auch
genau, die spielt im Prinzip in der Reichweite von den zweiten Violinen, spielt aber auch nochmal eine unabhängige Linie hier an der Stelle. Ich kann sie gerade mal spielen. Ja, also die hört man, denke ich, nicht. Aber also nicht großartig. Die sorgt aber halt ein bisschen für Toncolor dann eben auch noch im Hintergrund. Also ja, fand ich, auch wenn man es vielleicht, wie gesagt, jetzt nicht erstmal nicht wahrnimmt, fand ich den Effekt doch dann auch sehr schön. Also als ich es eben komponiert habe. Ja, und so, das war es jetzt eigentlich. Ja, also war jetzt relativ schnell mit dem Teil und als nächstes kommt dann eben sozusagen die Bridge in dem nächsten Teil und dann geht es eben auch direkt in das Finale und das wird dann, denke ich, ein Teil werden. Jetzt würde ich diesen Teil nochmal komplett spielen und dann, genau, wünsche ich euch noch im Anschluss dann, aber ja, kann ich dann auch nochmal was dazu sagen. Ja, genau. Also, das war's dann. Wie gesagt, ich kann jetzt nochmal kurz was dazu sagen. Also, wir müssen uns noch nicht komplett verabschieden, nachdem ich das hier durchgespielt habe. So, genau. Also, wenn es euch gefallen hat, dann gern ein Like und ein Subscribe da lassen. Ja, ich muss gucken, wann ich den nächsten Part dann eben auch hochgeladen bekomme. Ich hoffe, dass ich es jetzt innerhalb von den nächsten 2, 3 Wochen dann eben auch noch gefilmt und editiert bekomme, das Video. Aber ich bin da eigentlich sehr zuversichtlich. Genau. Und ja, dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Wenn ihr bis hierher gekommen seid, dann macht's gut. Ciao.